Ja, Freunde, willkommen zurück. Turati Electric von Afnan. Ja, den möchte ich euch heute mal vorstellen. Ist er gut? Ist er perfekt? Ist er so wie das große, ja, sag ich mal, Vorbild? Ich habe tatsächlich endlich am Samstag, und zwar gestern, es ist heftig warm heute in Hamburg, über 30 Grad, und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das hier vor dem Licht ist, und dann passt natürlich dieses Review. Ich habe gestern am Samstag tatsächlich, oder ist eine Probe entgegengekommen, endlich, war im Briefkasten, und da konnte ich endlich den Talisman testen. Yes! Und ja, das ist ein anderes Thema, aber ich habe ihn, deswegen kann ich den Vergleich jetzt nachhinein noch ein bisschen besser ziehen. Aber ist er denn auch wirklich perfekt? Ihr habt ja im Titel gesehen, nein, nicht unbedingt, und ich werde euch sagen, warum. Ja, mein Name ist Dennis, aka Fragrance Knock aus Hamburg. Yes, so, Turati Electric von Afnan. Erstmal, die UVP ist stabil, ja, schönes Teil. Und der Flakon, man kennt ihn wie bei Turati Blue, den ich auch besitze. Hier müssen wir mit ihr kennt das übliche, ein bisschen sauber machen. Ja, es ist so ein glänzender Flakon. Das wird über den Video wahrscheinlich hier nicht so perfekt rüberkommen. So glänzend, bläulich, lila, so richtig schön geilen Effekt, eben wie bei der OVP, da konntet ihr das besser sehen. So, aber ihr kennt den Flakon, und ja, ist fest, ist stabil, und der Sprüher ist tatsächlich wirklich gut. Ja, ihr dürft auch nicht vergessen, der Preis liegt so jetzt aktuell bei 39 €, und ja, und jetzt habe ich ihn hier und rieche ihn, und ist er denn wirklich so gut, wie man sagt, oder wie er auf einer bestimmten Seite mit bis jetzt aktuell 8,4 wegkommt? Also, wenn wir die DNA nehmen, natürlich, das ist eine schöne, sag ich mal, stabile DNA, die im Moment sehr, sehr gut ankommt. Warum das so ist, frag mich mal. Das ist ja eigentlich eine ganz simple DNA, eine frische, süße DNA. Warum das wieder so, ja, gerade der Hype ist eigentlich schwer zu sagen. Damit will ich gar nicht den Duft schlecht machen. Natürlich nicht. Es ist ein sehr entspannter, cooler, frischer, fruchtiger Duft, der richtig gut ankommt auch. Nicht bei jedem, bei meiner Frau. Da ist eine DNA drin, wo sie Kopfschmerzen von bekommt. Und das ist natürlich nicht so schön. Also wie gesagt, es klappt nicht bei jeder Dame, also gleich für die Männer da draußen, was dieses Dating angeht. Bei manchen ja, bei vielen ja, aber nicht bei jedem. So, aber zum Duft. Es ist eine Birne, ne? Dieser Duft kommt über eine Birne. Eine Birne ist eine Birne. Ihr wisst Bescheid von L'Oreal. Und dann habt ihr eine schöne Grapefruit auch und eine Bergamotte und eine Mandarine, glaube ich, noch. Ja, und dieses Zusammenspiel ist natürlich wunderbar. Ich sprühe jetzt hier nochmal. Das macht ihn sehr interessant und irgendwie auch geil. Vor allen Dingen, wenn man ihn aussprüht. Das ist fast der Kick an diesem Duft. Die ersten 5 Minuten ist der oder haut der schon richtig rein und ist nice. So, und das ist auch im Endeffekt wie beim Original so und so immer so diese Kopfnote ist bombastisch gut. Natürlich wird ein Duft ein bisschen anders, ist wie bei One Million. One Million immer noch einer der besten Kopfnotendüfte, aber dann wird er ein bisschen ja, entspannter, die gleicht sich an, und dann ist die Frage, ist er gut? Der bleibt für mich persönlich, bleibt er gut, aber die Kopfnote gefällt mir immer einen Tick besser. Dann kommt nämlich ein Apfel da hinzu, den ich aber auch, hier kommen wir wieder zu dem Punkt, auch in der Kopfnote schon wahrnehme. Dann kommt der Apfel, und der Apfel macht es ein bisschen säuerlicher, also kühl säuerlicher. Säuerlicher meine ich nicht, dass das widerlich riecht. Nein, es bleibt natürlich geil, ne? Die DNA. Nur das ist so wie bei, sag mal, Greenlay. Kennt ihr Greenlay von Parfum Somalia? Habe ich auch hier stehen. Greenlay hat ja diese spritzige, kühle Apfelnote. Die ist hier auch drin. Die merke ich auf jeden Fall fast ähnlich. Das ist einfach der grüne Apfel. Und wenn ihr einen grünen, säuerlichen Apfel kennt, dann wisst ihr, wie das bei diesem Duft ist. Was dann schön ist, ist, dass das Sandelholz ein bisschen dann auftaucht und eine Orangenblüte. Das ist schon nice, obwohl die Orangenblüte nicht so wie bei, ja, sag ich mal, typischen Orangenblütendüften so präsent ist, sondern alles spielt so im Background mit. Man hat aber also
dieses Grapefruit, dieses Mandarinending, dieses, was war das jetzt? Grapefruit, Mandarine, es war Bergamotte und die Birne. Das habt ihr immer durchgehen. Nachher natürlich viel schwächer und so weiter und so fort. Aber das gleicht sich aus. Dieses Holzige, finde ich, für meine Nase ist nur minimal, finde ich, im Background. Ja, und dann habt ihr eben die Vanille, die noch kommt. So, und Amber. Aber auch das ist minimal gehalten. Das ist ein Duft, der für mich, also Amber merke ich schon und man merkt auch die Vanille, weil das ist eben die Süße, die kommt dann auch ein bisschen später. Aber grundsätzlich ist es ein Birne, Grapefruit, Bergamotte und dann der Apfel, der heraussticht und Mandarinenduft. So, Punkt. Mehr müsst ihr nicht wissen. Schönes Talisman. Wer den Talisman kennt, der wird auch diesen natürlich kennen, weil er ist schon sehr, sehr dicht dran. Natürlich kommt mir diese komplexe Tiefe beim Original. Ist natürlich noch ein bisschen ja besser, aber für dieses Geld, und er ist wirklich sehr gut dran und muss ich sagen, ist schon cool gemacht. Und ihr müsst natürlich dann wissen, wollt ihr das Original haben oder nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe das Original immer noch nicht, weil ich mit frischen Düften, ich bin so mehr, ja, auch süße, aber Oud, alles maskulinere Düfte. Wenn der Sommer erstmal da ist, mag ich frische Düfte, aber sonst bin ich nicht unbedingt so ein freshy Duft-Fan. Deswegen, es kommt immer darauf an, klar, man hat Louis Vuitton, Imagination, da finde ich alles nice. Wenn, wie gesagt, der Sommer, so wie heute, jetzt da ist, dann liebe ich es. Aber es dauert, bis ich da bin. Deswegen habe ich auch immer noch nicht Talisman, weil ich da mal sage, der kostet ganz schön viel und da ist nicht irgendwie was mit runtergesetzt, obwohl ich sonst immer nicht, bin jetzt nicht so ein Schnäppchenjäger, ich kaufe das oder nicht. Aber es gibt eben Düfte, wenn wir hier sowas haben, Oud-Duft oder stärkere Sommerdüfte hier, die richtig so dunkel sind, die einfach richtig nischig sind, als Beispiel jetzt, ne, mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Geil, kaufe ich. Bei Dings ist das, bei ganz richtigen Freshies ist das anders. Es sei denn, es ist Louis Vuitton, komischerweise, Meteor, da mache ich gar keine Gedanken mehr. Imagination, wir haben hier Afternoon Swim. Nein, da mache ich mir gar keine Gedanken. Kaufe ich so. So, aber es gibt eben so manche, selbst hier habe ich erst überlegt, mache ich das? Ich mache die DNA, aber für mich ist sie ganz easy austauschbar. Natürlich könnte ich jetzt sagen, die Talisman, ich glaube, natürlich will ich schon in der Sammlung haben. Das ist auch ein cooler Flakon, wenn ich das so sehe, den habe ich jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber der Duft, dieses tiefere, was man hat, gucken wir mal, ob der noch in meine Sammlung vielleicht diesen Sommer wandert. Aber ja, er ist schon sehr dicht, so, sehr close. Aber nun kommen wir zu den Minuspunkt, den ich auf jeden Fall beanstande. Man muss auch meiner Meinung nach jetzt nicht alles gut reden, weil er günstig ist, der Duft. Nein, wie gesagt, der Duft ist gut, aber die Haltbarkeit und die Sillage lässt zu wünschen übrig, sagt man so, ne? Also Sillage, also sagen wir mal Haltbarkeit. Ich muss die ein bisschen höher ranken. Ich habe den erst mit der 2 bewertet, gebe ich auch zu. Der war nach 2 Stunden weg. Ich bin nicht der Einzige. Natürlich ist immer die Frage, was für Leute, ob die immer so eine Mitgänger und ihr kennt ja das da dort, worüber ich mich auch aufrege. Aber ich habe ihn jetzt ein bisschen länger getestet. Auf den Klamotten hält der natürlich ein bisschen länger. Da würde ich ihm tatsächlich eine 4 geben. Das werde ich vielleicht auch noch machen. Ich werde das dann auf so einer bestimmten Seite etwas höher setzen. Aber dann ist auch Endstation. Auf der Haut ist das kürzer. Meine Haut ist nicht eine, die Düfte wegfrisst. Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine gute Haut, was das angeht. Aber ich habe es jetzt öfters getestet. Es ist nun mal Fakt, dass das zu schwach ist. Jetzt könnte man sagen, ja, das war ein Sommerduft, der kostet 39 Euro. Man findet ja immer irgendwas. Nein, das ist Bullshit. Das ist nicht gut. Ganz einfach. So. Und die Sillage ist, ja, weiß ich nicht. Also die ist eine halbe Stunde gut. Der Rest ist einfach nicht gut. So, wir reden jetzt von dir und da bleiben wir auch bei. Wir reden jetzt auch nicht vom Original. Ich stelle euch den Turat, die Elektrik jetzt vor und so weiter. Das Original ist auch kein Beast Mode. Nur mal nebenbei. Was auf einer Hinsicht schade ist, weil es eben schon so ein cooler Duft ist, ne, und der auch wieder gut ankommt. Aber zu sagen oder eine 8 oder 9 zu geben bei dem Duft, also jetzt mal ehrlich, was sind denn andere Düfte hier? Was sind denn andere Düfte bei euch? Es geht ja nur bis 10 zum Beispiel auf so einer bestimmten Seite. Dann müsste das bei 15 eingeordnet werden. Also das finde ich Quatsch. Man muss da auch ein bisschen realistisch sein. Natürlich mag das sein, das ist Tagesform, aber deswegen habe ich ihn ja mehrmals jetzt übers Wochenende getestet
oder beziehungsweise, ne, ich habe ihn ja schon seit vor dem Wochenende. Die DNA ist gut, der Duft ist gut, der Flakon ist soweit gut, stabil, der Sprüher ist sehr gut, alles ist soweit in Ordnung, aber die Haltbarkeit ist nicht gut, meine Meinung. So, und genauso wie die CH, das hätte man besser machen können, weil der Turati Blue, ist doch der Blue heißt er, ne, ist um einige stärker. So, so hätte man das machen können. So, natürlich, man könnte jetzt sagen, der muss reifen. Das wird wahrscheinlich auch noch so sein. Deswegen gucken wir mal, ob ich das irgendwann nochmal mache. Aber aktuell, ne, das ist ja schon der Punkt, es ändert sich ja schon der Duft, wenn ihr das erste Mal sprüht. Ne, alles easy. Und jetzt ein paar Tage steht er und dann alles toll. Hat sich da schon ein bisschen so, ne, wenn der erste Sprüh, das Gas da so ein bisschen raus ist, man merkt das schon, dass das ein bisschen sich ändert, aber es braucht trotzdem seine Zeit. Aber ich werde meine Bewertung nicht von 2, dann auf 3, 4 ändern und dann auf 9. Das wird nicht passieren, weil das so verändert der sich nicht. Also klar, kann passieren, aber ich glaube nicht, dass bei den 1 Million, diesen Oud aus der arabischen Line, die arabische 1 Million Duft, der hat sich extrem stark geändert. Aber ich glaube nicht, dass das bei diesen frischen, bei diesen Freshy Turati Electric passieren wird. Aber wenn ihr einen günstigen Duft haben wollt, einen guten, der einfach im Sommer ankommt, der eigentlich das tut, was er soll, einfach nur da sein und entspannt, wenn ihr im Garten sitzt, aber irgendwie groß weggehen, am Strand etc. pp. Ja, es wird das vielleicht etwas schwierig. Ich muss natürlich den jetzt auch nochmal in Schutz nehmen für andere, die kaum Düfte benutzen. Die werden ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr riechen, aber ich habe eben auch andere gefragt um einen rum. Er ist wirklich sehr hautnah. So, okay, 39 €, obwohl umgerechnet, früher gab es für die Leute, die es nicht mehr wissen, gab es D-Mark, dann sind das 80 D-Mark. Oder egal, 40 €. Ist jetzt auch nicht günstig. Es gibt ja günstigere Düfte, so wie David Beckham Duft, der 8 oder bis 19 € kostet, aber 8 Stunden hält. Das gibt's das auch. Deswegen, ja, also zum Duft gut. Ich gebe diesem Duft eine 7,5. Das ist meine Bewertung. Und ja, es ist stabil, es ist normal, aber für mich hätte die Haltbarkeit und die CH stärker sein können. Dies muss aber auch, finde ich, oder würde ich beim Original auch sagen, oder würde ich behaupten, die muss stärker sein. So, aber ist es nicht, also muss man das so nehmen. Ganz einfach. So, das ist mein Review, das ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich wieder unterschreiben, der hält bei mir 15 Stunden, aber ihr müsst auch mal zu euch realistisch sein und nicht, dass ihr, vielleicht hattet ihr auch einen anderen Duft darunter und denkt, oh, jetzt hält er so lange oder whatever. Ihr könnt ihr natürlich eventuell noch ein bisschen strecken, ne, hier mit den schönen Moleküle Nummer 1, den habe ich, das ist das einzige Molekül, ich habe einige andere noch, aber das ist eigentlich der einzige, den ich nutze, wenn ich mal Bock habe, weil der macht das schön holzig noch ein bisschen, da ist ja so ein So-Sandelholz drin, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ist insoweit, ja, normaler, entspannter, cooler Duft, 7,5, der aber eine schwache Haltbarkeit und CH in meiner Welt hat und ich habe keine schlechte Nase und ich habe auch keine schlechte Haut, so. Punkt. Aber eine 2 war ein bisschen an Anfang hart, allerdings auf der Haut nochmal getestet. Also mehr als 2,5 Stunden wird das nicht. Es sei denn, man inhaliert die Haut, aber so rennst du ja nicht durch die Gegend. Ja, dann kann das sein, dass du tatsächlich nach 5 Stunden noch was riechst. Aber das macht keinen Sinn. So riechst du fast nichts. So, auf den Klamotten 4 Stunden, 4,5. So, mach eine 5 da draus oder so. Aber auch nur hautnah und du musst schon, und deswegen sage ich heute, ihr müsst das selber sehen, aber für den Preis okay. Aber man hätte das so wie bei diesem Turati Blue machen müssen von der Halbpagazia, dann wäre es geiler. Also Leute, schreibt mal unter, was haltet ihr davon? Grüße gerne auch noch meine Mitglieder und Hamburg ist raus.